Heute nicht. Einfach mal einen Saum, ohne drüber nachzudenken. Aber Moment mal, wieso sieht denn diese Naht viel zu fest aus? Und ist der Stich überhaupt der richtige? Und wieso ist diese Naht eigentlich so schief? Hier sind meine 5 Tipps zum Saumnähen. Tipp Nummer 1. Benutze Lineale. Ich benutze zum Beispiel Lineale, um einfach den Saum perfekt festzustecken. Also zum Beispiel geht hier so ein kleines Lineal perfekt, um die richtige Länge zu nutzen. Ihr könnt aber auch euren Saum direkt mit einem Bügellineal festbügeln. Das heißt, ihr schlagt ihn einmal um auf dem Bügellineal und bügelt. Das hat den Effekt, dass ihr einmal immer seht, dass ihr innerhalb der Zugabe seid, die ihr möchtet. Zum Beispiel eine Saumzugabe von 2 cm, bügelt es schön mit dem Bügeleisen um und ihr könnt den Saum viel besser nähen, wenn er einmal gebügelt ist. Tipp Nummer 2. Der richtige Stich. Erinnert ihr euch noch an den viel zu festen Stich hier bei meinem Probenähen? Und zwar mache ich das so, ich nehme einmal bei meiner Nähmaschine entweder einen Zickzackstich, vielleicht auch den doppelten Zickzackstich bei Jersey. Ich persönlich möchte euch aber mal meinen absoluten Lieblingsstich zeigen, und zwar ist das der Hexenstich. Der ist perfekt für Säume. Und zwar nehme ich mir jetzt einmal mein Nähgut vor und säume mit dem Hexenstich. Der Hexenstich geht immer genau über die Mitte der Stoffkante drüber. Somit näht ihr euer Nähgut zusammen, versäubert aber auch gleichzeitig die Kante. Das heißt, ihr trefft auf jeden Fall beide Stoffstücke, weil ihr einfach nur die Nadel immer auf der Mittellinie lang führen müsst. Ich finde diesen Stich super easy peasy und er sieht auch richtig schick aus, findet ihr nicht auch? Tipp Nummer 3 ist das Saumband. Saumband wird aufgebügelt und erleichtert euch das Nähen, beziehungsweise näht ihr an dieser Stelle dann einfach mal nicht. Ihr nehmt euch dieses Saumband vor, kürzt es euch so, wie es zu eurem Nähgut passt. Dann wird einmal drüber gebügelt. Dann habt ihr dort so ein Papier drüber. Das zieht ihr dann einmal ab. Ich habe einmal nochmal nachgelesen. Genau, so, jetzt ziehen wir das Papier ab. Dann schlagen wir einmal das Nähgut um. Ich nehme wie immer mein Lineal, weil ich natürlich genau 2 cm Saumzugabe nehmen möchte. Und dann wird es festgebügelt mit einem feuchten Tuch drüber. Hier nehme ich wie immer Stoffreste, die wollen auch gerne wieder in den Einsatz kommen. Und fertig ist der bügelfreie Saum. Tipp Nummer 4. Ist der Nähfuß mit Saumhilfe. Und zwar hat er da drüben so eine kleine Einstellmöglichkeit für den Saum. Ich habe mich hier für 2 cm entschieden mit der Zwillingsnadel. Denn bei der Zwillingsnadel muss man ja irgendwie blind nähen. Das heißt, man sieht die Rückseite nicht, sondern man sieht nur die Vorderseite. Aber irgendwie greift hier nichts. Also ich habe hier irgendwie ein kleines Problem. Ihr seht auch, dass meine Fäden festhängen. Jetzt musste ich erstmal wieder stundenlang einfädeln. Ihr hasst es hoffentlich genauso wie ich. Meine Zwillingsnadel hat nämlich die kleinsten Löcher, die eine Nadel haben kann. Und dann ist etwas ganz Blödes passiert. Das seht ihr gleich. Und zwar habe ich dann wieder mein Nähgut angesetzt mit meinen 2 cm Saumzugabe und nähe und irgendwie greift es nicht und dann passiert das Schlimmste, was passieren kann mit meiner schönen Nadel. Sie ist einfach abgebrochen. Seht ihr das? Ich bin unglaublich sauer auf diesen Nähfuß. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also, wenn ihr so einen Nähfuß mit einer Saumhilfe kaufen wollt, dann lest euch vorher durch, ob der für Zwillingsnadeln geeignet ist. Bei meinem Fuß stand es nicht da. Das ist nämlich tatsächlich ein China-Import von Amazon gewesen. Ich empfehle bei diesen Nähfüßen Original-Nähfüße zu euren Nähmaschinen zu nehmen. Ich probiere das jetzt einmal nochmal mit dem Geradstich, mit einer einfachen, normalen Stretchnadel. Und da klappt es sehr gut. Der Stich wird sehr gerade und bleibt genau innerhalb der 2 cm. Tipp Nummer 5 ist die magnetische Saumhilfe. Ich habe ja gerade schon gesagt, bei der Zwillingsnadel näht man irgendwie blind. Deswegen ist eine Saumhilfe das Beste, was euch passieren kann. Hier in dem Fall magnetisch. Die lege ich bei 2 cm an.
und kann dann ganz einfach mit meiner Zwillingsnadel meine Naht machen. Natürlich kann ich meine Saumhilfe auch nochmal umsetzen, zum Beispiel nach vorne, um den Stoff besser führen zu können. Und ihr könnt jetzt gleich sehen, wie gerade diese Zwillingsnadel genäht hat. Also es ist ein perfekter Saum und hinten ist es auch perfekt gelungen. Also ich habe den Stoff gegriffen mit dem Zickzackstich auf der Rückseite und die Vorderseite ist komplett gerade. Ihr könnt aber auch andere Dinge als Saumhilfe benutzen. In meinem Beispiel ist es ein Toni, der recht gerade ist. Tonis sind sehr magnetisch, also es muss ein recht starker Magnet sein für eure Stichplatte. Und dann könnt ihr euer Nähgut ganz einfach an diesem Magneten ansetzen. Und auch hier wird meine Naht wieder sehr gerade. Vielleicht habt ihr zum Beispiel auch Buchstabenmagneten, die recht stark sind. Die könntet ihr dafür auch nutzen. Jetzt gibt es natürlich ein Problem bei Nähmaschinen mit einer sehr kleinen Stichplatte. Da gehen 1 bis 2 cm vielleicht gerade so noch, aber bei 3 cm hat man mit einer Stichplatte, die aus Kunststoff ist, natürlich ein Problem. Deswegen habe ich mir überlegt, ich nehme einfach zweiseitiges Klebeband und eine Verpackung von Stiften, die schön gerade ist. Bei dem Klebeband achtet darauf, dass ihr das auf jeden Fall wieder abbekommt von eurer Nähmaschine. Vielleicht nehmt ihr auch Fotoecken, die finde ich auch richtig gut. Oder Tesa-Produkte, die einfach wieder abzuziehen sind. Klebt es einmal fest an eurer Stiftepackung. So, jetzt müssen wir das noch abknibbeln und diese Stiftepackung klebe ich jetzt einmal an meine Nähmaschine an. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Saum von 3 cm und dort kann ich jetzt perfekt meinen Stoff lang führen. Denkt daran, wenn ihr etwas festklebt, es muss wieder abgehen. Ihr wollt nicht dauerhaft dort etwas kleben haben. Genau, wenn ich jetzt hier den Stoff nehme, dann wird der dort perfekt entlang geführt. Da haben wir gar kein Problem mehr, dass irgendetwas schief wird. Ihr wollt nochmal eine Zusammenfassung? Ihr kriegt eine Zusammenfassung. Um nicht so schiefe Säume wie ich zu Beginn zu nähen, empfehle ich euch einmal Lineale zu nutzen, um nachzumessen, den richtigen Stich an eurer Nähmaschine zu wählen, vielleicht auch mal ein Saumband auszuprobieren, um gar nicht zu nähen. Genau bei Vorhängen und Gardinen ist das perfekt. Ihr könnt alternativ natürlich auch das Nähfüßchen mit der Saumhilfe nutzen. Achtet aber auf die Herstellerangaben bei eurer Nadel- und Stichwahl. Und dann kommt noch mein All-Time-Favorite, diese coole magnetische Saumhilfe bzw. eine zum Ankleben. Schaut euch mal an, wie gerade diese wunderschöne Zwillingsnaht geworden ist. Das kann man nur mit Hilfsmitteln schaffen oder wenn man super erfahrene Näherin oder Näher ist. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann drückt doch einfach mal die Glocke und den Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal für mehr Input. Macht's gut!